Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute das DLC von DAGON. Nein, von DAGON, und zwar The Railway Horror. Na denn, auf die Schienen, fertig, los. Ja, hierbei handelt es sich um keine offizielle Lovecraft-Geschichte, auch wenn sie dir bekannt vorkommen könnte. Sie ist ein Auszug aus dem Brief des Schriftstellers an seinen Freund Donald Wandrei vom 24. November 1927, in dem er einen seiner Träume beschreibt. Oder besser gesagt, einen Albtraum. So, die Gewinne beider DLCs werden humanitären Hilfszwecken gespendet, finde ich immer gut. Da kaufe ich gerne ein Spiel. So, zack, auf geht's. My dreams occasionally approached the fantastical in character, though falling somewhat short of coherence. One scene is especially stamped upon my recollection. Aha. That of a dank, fetid, reed-choked marsh under a gray autumn sky. Also die Grafik ist ziemlich geil, man macht. Das ist tatsächlich so ein bisschen, ist ja ja, nenn's mal, wie nennt man es? Ein Railway-Spiel irgendwie. Ne? Also du kannst dich nicht frei bewegen, sondern du springst von Spot zu Spot irgendwie. Das ist aber trotzdem nicht schlecht gemacht und sieht dafür halt echt gut aus. So, wir müssen mal kurz den Punkt suchen, damit es weitergeht. Mann, das ist halt eine ekelhafte Erlebnis hier. Die Lichteffekte sind auch echt toll. Oh, schön. So, hier oben geht's weiter. With a rugged cliff of lichen-crusted stone rising to the north. Baum. Gehen wir mal zu diesem Baum. Das ist ein schöner Baum. Vielleicht müssen wir auch unser Wasser abschlagen. Und das können wir nicht einfach irgendwo, sondern muss an einem Baum passieren. Das ist ein Käse. So, weiter geht's. Impelled by some obscure quest, I ascended a rift, or cleft, in this beetling precipice. Ja, dieser hier. Okay, wir gehen mal hoch. Noting as I did so the black mouths of many fearsome burrows extending from both walls into the depths of the stony plateau. Und wir steigen immer weiter hinauf. Mal sehen, was uns auf dem Plateau erwartet. At several points, the passage was roofed over by the choking of the upper parts of the narrow fissure. So, also hier könnte ich jetzt schon nicht mehr so ohne weiteres hochklettern, glaube ich. These places being exceedingly dark and forbidding the perception of such burrows as may have existed there. In one such dark space, I felt conscious of a singular accession of fright. Aha. Also in Lovecraft ist ja immer viel die Rede von einem nicht greifbaren Schrecken irgendwie. As if some subtle and bodiless emanation from the abyss were engulfing my spirit. But the blackness was too great for me to perceive the source of my alarm. So, na dann klettern wir mal weiter hinauf. At length, I emerged upon a tableland of moss-grown rock and scanty soil, lit up by a faint moonlight which had replaced the expiring orb of day. Oh, das sieht schon geil aus. Casting my eyes about, I beheld no living object. Oh. Oh, da geht's tief runter. But was sensible of a very peculiar stirring far below me amongst the whispering rushes of the pestilential swamp I had lately quitted. Eieiei, da gehen wir nicht hin. Wir gehen mal weiter. Boah, jetzt überlegt mal, ihr steht hier auf dieser Ebene. Ihr hört nichts außer diese dröhnenden Sounds irgendwie. Kein Handy, keine Lampe, kein nichts. Nur der Mond. Und das unterschwellige Gefühl von Gefahr im Nacken. Ja. Okay, da vorne ist... Was ist das? After walking for some distance, I encountered the rusty tracks of a street railway and the worm-eaten poles which still held the limp and sagging trolley wire.
Ja, hier ist anscheinend plötzlich aus dem Nichts Schienen. Okay. Hier ist noch eine Dresine. Können wir nicht benutzen, leider nicht. Okay. Na, dann folgen wir einfach mal der Schiene. Ist noch ein Mast auf die Schienen gestürzt. Oh. Following this line, I soon came upon a yellow vestibuled car numbered 1852 of a plain, double-trucked type, common from 1900 to 1910. So. Na, dann schauen wir nochmal nach hier in dem Wagen. It was untenanted, but evidently ready to start. Man hätte jetzt vorne noch an die Lampe rangehen können. Gerade gesehen. The trolley being on the wire and the air brake pump now and then throbbing beneath the floor. So, na dann gehen wir mal rein. Schnell mal eine Fahrkarte lösen. Dann auf geht's. I boarded it and looked vainly about for the light switch. Tja, das ist, der lässt sich wirklich hier nicht so finden. Auch keine anderen Gäste hier drin. Was haben wir hier? Noting as I did so the absence of controller handle, which implied the brief absence of the motorman. Then I sat down in one of the cross seats toward the middle, awaiting the arrival of the crew and starting of the vehicle. Okay, alles klar. Na, dann setzen wir uns mal und warten, bis irgendjemand kommt und diesen Zug bewegt. Hoffentlich kommt er bald. Tja, der Speisewagen wäre schöner, aber was soll's. Oh, dieser wunderbare Felsen dort, den habe ich mir noch nicht angesehen. Swishing in the sparse grass toward the left and saw the dark forms of two men looming up in the moonlight. Der Schaffner. They had the regulation caps of a railway company, and I could not doubt but that they were the conductor and motorman. Then one of them sniffed with singular sharpness and raised his face to howl at the moon. The other dropped on all fours to run toward the car. Oh, der will gleich meine Fahrkarte. I leapt up and at once raced madly out of that car. Oh, wat? Nun aber flink. And away across endless leagues of plateau till exhaustion waked me. Okay, also man kann scheinbar auch immer nur einen Weg laufen in dieser Art von Spiel. Doing this not because the conductor had dropped on all fours, but because the face of the motorman was a mere white cone, tapering to one blood-red tentacle. Oh, das war schon. Oh, schade. Okay, Leute, falls euch das gefallen hat, lasst doch gerne eine Fahrkarte hier. Und wir sehen uns dann zur nächsten Sonderfahrt wieder. Bis dahin. Tschüss.